Hallo, liebe Klemmbaustein-Freunde und willkommen hier bei Brickboys Klemmbausteine. Mein Name ist Timo und ich bin der Inhaber von Brickboys Klemmbausteine. Eigentlich wollte ich in diesem Produktvideo das Ganze ganz ausführlich erklären und alles ganz genau erklären, wie ich mir das Ganze vorgestellt habe und was das Produkt genau ist. Aus irgendeinem Grund funktioniert das Ganze technisch aber nicht, irgendwas stimmt mit der Kamera nicht. Deswegen kann ich jetzt nur einen kurzen Einspieler machen und werde dann hiernach in der Bildbearbeitung Bilder einfügen und dann aus dem Hintergrund dazu was erzählen und nicht direkt hier vor laufender Kamera. Ich hoffe, dass ich das später nochmal nachreichen kann. Dann werde ich das Video löschen und das neue Video reintun. Ansonsten für das nächste Produkt sollte es eigentlich hoffentlich besser sein, dass das mit der Technik besser funktioniert. Ist ein bisschen dumm gelaufen, aber ich habe das jetzt, sitze da jetzt seit 2 Wochen dran und es kommt einfach nicht zustande. Deswegen mache ich das jetzt einfach erstmal so, damit das Ganze wenigstens erstmal für euch jetzt sichtbar ist, was ich hier eigentlich verkaufen will. So. Also es geht hier um die modulare Grundplatte. Das ist die Verpackung. Und jetzt werde ich euch noch ein paar Sachen dazu erzählen. Viel Spaß. Und da kommen wir doch direkt mal zu ein paar Details zu diesem Set. Es handelt sich hier, wie gesagt, um die modulare Grundplatte in 32 x 32 Noppenbreiten. Die Z-Nummer MBP 00005 und es sind insgesamt 80 Teile, davon 2 Platten und 78 Klemmbausteine. Die Maße im aufgebauten Zustand sind 25,5 x 25,5 x 1,5 cm und der Preis ist im Moment bei 19,45 € durch die gesenkte Mehrwertsteuer und wird sich dann ab nächsten Jahr wieder auf 19,95 € erhöhen. So, und hier könnt ihr nochmal sehen, das ist die Verpackung. Das ist ein einfacher Pizzakarton, den ich einfach umfunktioniert habe, weil die Maße hervorragend dazu gepasst haben, so wie ich sie brauche. Und ich denke, das passt ganz gut. Und hier in diesem Bild seht ihr dann, wie das in der Verpackung aussieht. Wie ihr erkennen könnt, ich habe keine Plastiktüten für die einzelnen Steine, sondern ich verwende Papiertüten. Die Steine werden hierfür von mir alle einzeln gezählt und am Ende sogar nochmal abgewogen, um auch wirklich sicher zu sein, dass die richtige Anzahl der Steine verpackt worden ist. Und die Bauplatten, die sind leider schon in Plastik bei mir angekommen. Hätte ich gerne anders gehabt, da habe ich ein paar Kommunikationsschwierigkeiten scheinbar gehabt. Will ich versuchen zu ändern fürs nächste Mal. Ich werde sie jetzt aber auch drin lassen, weil es macht keinen Sinn, die jetzt auszupacken und dann so zu entsorgen. Äh, das ist einfach noch ein Arbeitsschritt zu viel. Das mache ich nicht. Das lohnt sich nicht. Hier könnt ihr dann eine Detailaufnahme sehen von der modularen Grundplatte, vor allen Dingen von den Seiten. Vorgesehen im Set sind 4 Pins, das heißt für jeweils 2 Seiten kann man die dann direkt verbinden. Wenn man dann mehrere Grundplatten hat, kann man die ganz einfach aneinander setzen und ich denke, 4 Pins sollten ausreichen, um ganz viele Variationen zu ermöglichen. Natürlich kann man das Ganze mit weiteren Pins noch zusätzlich verstärken. Ich habe aber vor allen Dingen, um ein bisschen Gewicht einzusparen, die restlichen äußeren Steine möglichst auch aus Techniksteinen gemacht, damit das einfach passt. Und man hat halt zusätzlich die Möglichkeit, wie gesagt, noch das Ganze zu verstärken. Hier sieht man dann die Platte von unten. Also ja, es ist eine von beiden Seiten bebaubare Platte. Und zwar bei beiden. Dadurch ergibt sich halt auch eine erheblich höhere Stabilität im Vergleich zur ganz normalen Baseplate, wie sie
vom Marktführer oder von anderen Herstellern in ihren Sets beigelegt wird, vor allen Dingen bei den Modular Building Sets. Hier sieht man, wie das innen drin aussieht, wie ich die Steine so verteilt habe, dass sie einerseits eine hohe Stabilität liefern und gleichzeitig ich so wenig Steine wie möglich brauche, damit ich halt das Gewicht klein halten kann, ohne dass ja, sich da die Platte großartig eindrückt und man keinen Widerstand mehr hat, um einen Stein zu befestigen. Hier seht ihr anhand des Beispiels von dem Set Segao. Das ist das romantische Restaurant mit der Nummer 0920. Das ist ein bisschen breiter als eine ganz normale Platte, deswegen habe ich dafür 2 verwendet. Und ich habe das jetzt nur mit einer Hand hochgehoben und soll euch ganz einfach verdeutlichen, zeigen, wie stabil es ist. Also man kann wunderbar auch andere Sets mit einer Hand hochheben, ohne Probleme. Da biegt sich nichts durch. Es ist sehr stabil, es hält. Genau so soll es dann auch sein. Ja, und wie man hier schön sehen kann, habe ich das Ganze natürlich zur Veranschaulichung auch mit anderen Sets gemacht. Und zwar habe ich dazu noch einmal den Lego Buchladen, das ist die Nummer 10270. Und das Set von Wang Yi, das Barbecue Restaurant mit der Nummer 6313 genommen. Und dazu kann ich jetzt noch ein paar Takte erzählen. Und zwar, wie es halt hier möglich ist, sich das Ganze noch individuell anzupassen. Das heißt, man ist nicht mehr unbedingt auf den Hersteller angewiesen, dass deren Fixpunkte, Verbindungspunkte an der gleichen Stelle sind. Zum Beispiel das Set von Wang Yi hat eigentlich gar keine Verbindungsstellen und trotzdem habe ich es hier möglich gemacht, dass man das wunderbar hier integrieren kann. Und ja, ich habe das romantische Restaurant von Segao und das Set von Wang Yi, dadurch, dass die beiden eigentlich breiter sind, so angepasst, dass ich hier quasi einen schönen Platz habe, einen befestigten Betonplatz quasi und eine eigene abgezäunte Ecke für das Barbecue-Restaurant, was man allerdings auch für das romantische Restaurant nehmen könnte. So, und jetzt kann man halt auch das Ganze so machen, man kann die Gebäude ein bisschen nach hinten verschieben oder nach vorne verschieben, je nachdem, ob man zum Beispiel ein bisschen mehr Bürgersteig haben möchte oder hinten, je nachdem, ob da ein Garten verbaut worden ist vom Hersteller oder nicht, ob man dann einen Garten dazu möchte. Jedenfalls ist es so wunderbar möglich, dadurch, dass die Verbindung nach unten gerutscht ist, kann man jetzt die Häuser auch so verbinden, ohne dass man halt darauf angewiesen ist, dass die Fixpunkte vom Hersteller identisch anliegen. Also, ich hoffe, euch gefällt das. Ich werde hier unten verlinken zum Shop. Da könnt ihr das Ganze bestellen. Wenn ihr irgendwelche Kritiken, konstruktive Kritiken wären natürlich sehr hilfreich. Irgendwelches Feedback zum Video oder zum Produkt oder wenn ihr wie gesagt Ideen habt für was man noch anbieten könnte, dann schreibt sie unten in die Kommentare oder schreibt mir auch eine E-Mail. In dem Fall werde ich euch auf jeden Fall antworten. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dahin. Ciao.